Und je besser die Kornstellung, desto leistungsfähiger das Schleifmittel. Ich habe mich für einen Tag in die Welt der Hightech-Schleifmittelproduktion begeben und das ganze Thema ist wirklich unglaublich interessant. Ich war bei VSM in Hannover. Es gibt immer nur ein riesengroßes Problem. Schleifmittelhersteller zeigen dir nur einen sehr, sehr kleinen Teil ihrer Produktion. Das Ganze ist wirklich top secret. Es ist so viel Know-how, was da drin steckt. Da möchte niemand, dass sich das die Konkurrenz abguckt. Und in diesem kleinen Teil der Fertigung darfst du nicht filmen. Ich habe trotzdem mich bemüht, einige sehr interessante Produkte mitzubringen, einige sehr interessante Einblicke mitzubringen und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Das Logo von VSM auf Schleifpapier kennen sicherlich die meisten und selbst die das nicht kennen, die werden das ein oder andere Produkt benutzen, wo VSM-Technologie drinnen steckt. VSM ist ein Traditionshersteller, den gibt es seit 160 Jahren. Dieser Hersteller fertigt immer noch direkt in Hannover. Vereinigte Schmirgel- und Maschinenfabrik ist wirklich der komplette Name. Das Unternehmen wurde vor 160 Jahren gegründet und die Fertigung ist immer noch in Hannover. Nicht irgendwo in einem Randbereich, sondern direkt im Herzen von Hannover, ist wie eine eigene Stadt und hier werden weltweit führende Schleifmittel hergestellt. Und es ist so, es gibt unwahrscheinlich viele Hersteller von Schleifmitteln. Es gibt aber die wenigsten, die wirklich Schleifmittel von Anfang an selber herstellen. Und da ist VSM in sehr vielen Produkten drin. Ich habe zum Beispiel neulich von Ferd die CC Grind vorgestellt, diese Schleifscheiben. Und da befindet sich ein Korn drauf, das eigentlich für diesen Schleiferfolg da ist. Das nennt sich Victor Gain. Und dieses Schleifkorn kommt von VSM und wird hier in Hannover hergestellt. Es ist dann auch wirklich so, wenn man durch die Produktion durchgeht, dann sieht man unglaublich viele Logos, die hinten auf dem Schleifpapier drauf sind von den verschiedensten Herstellern. Hätte ich also wirklich nie gedacht, dass das so massiv ist, dass hier wirklich Schleifpapier fast für die halbe Welt hergestellt wird. Ist Wahnsinn. Es gibt hier ein Hochregallager, da passen bis zu 4000 dieser riesengroßen Rollen rein und allein das zu sehen, wie diese Rollen hier verfahren, ist schon wirklich sehr imposant. In der Schleifmittelherstellung steckt unglaublich viel Know-how, was wirklich über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Im Prinzip ist es aber ganz simpel, wenn man es runterbricht. Es ist ein Trägermaterial, es ist ein Bindemittel und es ist dann das Schleifkorn. Und was für uns heute so interessant ist, ist natürlich ein modernes Schleifkorn, das aus Keramik gefertigt wird. Dieses Keramikkorn nennt man immer absolute Hightech-Schleifmittel. Cubitron ist da das bekannteste. Jetzt macht sich VSM dran und verschiedene andere Hersteller, dass sie natürlich Cubitron den Rang ablaufen wollen. Ich habe hier neue Schleifscheiben, die nennen sich ActiRox. Und das ist wieder ein neues Korn und das soll ähnliche Standzeiten oder sogar bessere Standzeiten als Cubitron haben. Das werde ich natürlich die nächsten Wochen mal ausprobieren. Ich habe mir extra neue Cubitron Schleifscheiben bestellt und werde da mal einen Vergleich machen. Was zum Beispiel sehr interessant ist, neben dem Schleifkorn an sich, ist, wie das Schleifkorn überhaupt auf das Schleifpapier kommt. Ich hätte gedacht, das wird irgendwo drauf gestreut, bei weitem nicht. Und ein Kollege hat mir das hier gezeigt anhand eines Tuckkekses. Eine ganz wichtige Station im Fertigungsprozess von Schleifmittel auf Unterlage ist die Positionierung des Korns auf den Träger in die Bindung. Dieser Prozess läuft über eine elektrostatische Streuung und das möchte ich jetzt hier einmal demonstrieren. Anstelle eines Standardträgers nehmen wir einen Cracker, den wir hier als Träger nehmen. Auf den Cracker bringen wir unsere Grundbindung in Form eines Frischkäses. Ich trage den hier mal so auf. Dünne Schicht drauf. Verteile den. Jetzt drehen wir den Cracker mit der Bindung auf den Kopf, platzieren den in unserer Streumaschine und das Korn, das wir streuen wollen, ist jetzt hier in Form von Trockenkräutern. Wir streuen jetzt also die Trockenkräuter auf unseren Träger in die Bindung. So verteile ich das hier jetzt noch mal ein bisschen. Dann schließe ich den Deckel, denn das Ganze muss auch entsprechend abgeriegelt sein. Es darf kein Wind wehen, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, alles muss genau passen. So, jetzt ist der Deckel noch nicht richtig zu gewesen. Jetzt drehe ich die Stromstärke nach oben und wir sehen, wie die Kräuter sich langsam aufrichten und nach oben springen.
Und genau so funktioniert das auch bei der Herstellung von einem Schleifmittel. Das Korn wird hoch in die Bindung auf den Träger gestreut, steht nachher aufrecht auf dem Träger drauf, ausgerichtet mit der Spitze nach oben, genau so wie man das jetzt auf dem Cracker sieht. Und je besser die Kornstellung, desto leistungsfähiger das Schleifmittel. Der das Ganze hier so schön und plastisch erklärt hat, ist der Michael Langer. Der ist Seminarleiter bei VSM, das heißt, da gibt es Präsenzseminare, aber auch Webinare. Webinare sind Live-Online-Vorführungen, finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Das heißt, man kann sich hier auf dieser VSM-Webseite, werde ich hier unter verlinken, einfach anmelden und dann gibt es verschiedene Termine und da zeigt der Michael dann Schleiftechnik auf neuestem Niveau und erklärt da die verschiedensten Fakten. Also dümmer wird man nicht, ist auf jeden Fall, ich habe mich so eine Viertelstunde mit ihm ausgetauscht, ein wandelndes Lexikon zum Thema Schleiftechnik. Absolut interessant sind dann natürlich die High-End-Schleifmittel. Ich habe hier Celerion, das sind Schleifdots und in diesen Dots sind dann die Schleifmittel gebunden. Und das Ganze hat einen unglaublichen Effekt. Man kann damit Edelstahl zum Beispiel schleifen und man hat einen Abtrag, bekommt aber trotzdem einen extrem feinen Schliff. Ich habe hier zum Beispiel welche mit 320er Korn und ich kann mit 320er Korn so eine Naht auch noch leicht einebnen, kann Macken aus dem Material rausschleifen, bekomme hinterher trotzdem eine richtig schöne, saubere Oberfläche. Habe ich in der Form noch nicht erlebt. Wenn man normalen Edelstahlbauteil, ich habe das in meiner Werkstatt natürlich auch noch mal ausführlich ausprobiert, bei VSM, aber auch schon selber. Wenn man normal Edelstahl schleift, dann ist es so, man hat eine Scheibe zum Vorschleifen, man bringt dann den groben Schliff rein, man wird dann langsam immer feiner. Am Ende des Tages hat man 5 Schleifscheiben. Hier würde ich aus meiner Sicht mit einer alten Fächerschleife einmal ein bisschen vorschleifen und dann wirklich nur diese eine Scheibe nehmen und damit kriegt man wirklich solche Ergebnisse. Das ist Wahnsinn. Man hat immer hinterher noch mal so ein bisschen die Rotation von dem Winkelschleifer. Ich habe die Bauteile immer dann noch mal mit der Satiniermaschine einmal gebürstet, aber im Prinzip reicht diese eine Scheibe. Und da gibt es nicht nur die Scheiben, da gibt es auch Schleifbänder von und sowas. Also es ist sehr, sehr interessant und funktioniert unglaublich gut und revolutioniert natürlich das Schleifen von Edelstahl oder gerade von so Edelstahlbauteilen, wenn man die wirklich auch hochglänzend haben will. Gibt es das Ganze auch bis zu 2000er, glaube ich, Korn oder 2500er Korn. Also kann man schon sehr, sehr feine Ergebnisse mit erzielen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und das Thema werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich habe dazu mal folgenden interessanten Versuch unternommen. Ich habe hier diesen schönen alten Edelstahlfuß, der ist voll mit Kratzern und Macken. Normal müsste man das jetzt alles komplett überschleifen und dann vorsichtig wieder einen feinen Schliff reinbringen. Ich habe es jetzt nur mit so einer Celerion-Scheibe. Ich kann mir den Namen wirklich schwer merken, aber das Produkt an sich ist wirklich genial geschliffen. Und dann sieht man hier, gehe ich natürlich nicht einmal rüber, muss man schon überall 5, 6, 7 Mal rüber gehen, dass man hier auch einen gewissen Abtrag hat. Aber man hat hinterher wirklich eine sehr, sehr feine Oberfläche. Habe ich auch noch mal zum Ende gebürstet und dann sieht das Ganze wirklich alles andere als schlecht aus. Und wie gesagt, nicht mit 10 verschiedenen Scheiben, sondern mit einer. Genauso bin ich natürlich seit Jahren ein Riesenfan von diesen High-End-Keramik-Schleifmitteln. Man hat einen brachialen Abrieb, man hat wenig Wärme, die man ins Material bringt und der wichtigste Effekt für mich ist wirklich immer, dass diese Schleifkörner so grobkörnig sind oder der Abrieb so grobkörnig ist, dass der wirklich gleich zu Boden fällt. Man hat nicht diese Staubbelastung in der Luft, man hat nicht diesen gesamten Staub in der Werkstatt. Das ist wirklich absolutes High-End-Schleifmittel. Ich nutze halt, wie gesagt, immer die Cubitron 2 Schleifmittel, weil die bezahlbar sind und wirklich einen tollen Effekt haben. Cubitron 3 habe ich auch mal ausprobiert, bringt wenig. Jetzt gibt es von VSM dann Actirox, das werden sicherlich als Korn, wie ich vorhin schon beschrieben habe, verschiedene Hersteller übernehmen. Ich denke mal, Pferd wird dann auch damit ein Produkt rausbringen, andere Hersteller auch. Manche werden das zeigen, dass es von VSM kommt, anderen, da ist das dann einfach nur so. Wird uns also sicherlich auch in verschiedenen Formen begegnen und das werde ich einfach mal testen. Ich habe mir dafür Cubitron 3 Schleifscheiben extra nochmal bestellt
um diese Schleifmittel wirklich objektiv miteinander zu vergleichen, ob es da wirklich jetzt eine richtig schöne, gute Alternative zu Cubitron gibt. Dann werde ich die auf jeden Fall einsetzen, weil das sind Schleifmittel made in Germany und ich denke mal, aktuell ist made in Germany nicht ganz so im Kommen, aber wenn man sich diese Schleifmittel anguckt und das Know-how, was dahinter steckt oder so, da braucht man sich wirklich nicht verstecken. Das ist wirklich mal eine positive Sache. Für mich war es ein sehr, sehr interessanter Tag bei VSM. Ich hätte natürlich lieber mir die Produktion noch näher angeguckt, da noch mehr gefilmt. Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank, dass VSM mich mal eingeladen hat. Die hatte ich einfach mal auf der Messe getroffen. Ich kannte da schon jemanden und der hat dann gesagt, kommst du mal einen Tag vorbei. Ich hoffe, für euch war das auch interessant. Wenn ihr da weitere Sachen zu sehen wollt, der Kontakt ist jetzt natürlich einmal da, dann würde ich das natürlich auch noch mal forcieren, würde da noch mal hinfahren, würde mir noch mal was angucken. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und beim Schleifen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Interessante Produkte zum Thema Schleifen und Schweißen verlinke ich wie immer in der Beschreibung.